Hallo ihr Lieben, kennt ihr Shakshuka? Ich finde, es ist das Beste, was man aus Tomaten machen kann. Richtig geschmackvoll, sehr einfach und schnell gemacht und man kann es super einfach variieren. Also, lasst uns direkt loslegen. Für die Shakshuka brauchst du Tomaten und weil die Tomaten gerade im Saison sind, nehme ich gerne frische Tomaten. Also leider sind das nicht mehr unsere eigenen Tomaten, aber das sind regionale Tomaten und die duften immer noch richtig lecker. Und außerhalb des Saisons mache ich die Shakshuka ganz gerne aus Dosentomaten, weil ich finde, dass die dann etwas mehr Geschmack haben als die frischen Tomaten. Dann brauchst du Eier, etwas Grünes, Oregano, schwarzen Pfeffer und Salz. Und den Gewürz kannst du auch etwas anpassen. Also manchmal gebe ich auch gerne etwas Chili dazu, rote Paprika. Und heute halte ich den Rezept ganz simpel, weil die Tomaten gerade richtig schönen Geschmack haben. Also da will ich auch diesen Geschmack nicht stören mit anderen Zutaten. Aber man könnte auch Zwiebel, Knoblauch und Paprika dazugeben, wenn man es mag. Ich werde außerdem noch etwas Feta-Käse ganz zum Schluss dazugeben. Und mein kleiner Tipp dazu, also wie ich weiß, wie viele Tomaten ich brauche, ich gebe einfach die kleinen Tomaten in meine Pfanne und wenn die Pfanne so fast voller Tomaten ist, dann ist das genug Tomaten. Und als erstes die Tomaten gründlich waschen und halbieren. Während du deine Tomaten schneidest, kannst du eigentlich schon die Pfanne auf mittlerer Hitze erhitzen und dann, wenn die Pfanne warm geworden ist, den Pfannenboden schön mit Olivenöl bedecken und die Tomaten in die Pfanne geben. Die Tomaten bei mittlerer Hitze so lange garen lassen, bis die richtig schön weich geworden sind. Dann würzen, also ich würze heute mit Salz und Pfeffer und etwa eine Teelöffel Oregano. Während die Tomaten garen, können wir auch das Grüne noch klein hacken. Also ich habe heute etwas Koriander genommen, aber du kannst auch Petersilie nehmen. Und natürlich darf bei sowas auch ein leckeres, frisches Brot nicht fehlen. Ich habe gerade vom Bäcker einen Baguette geholt und ich werde mir ein kleines Stück nehmen und den Baguette auch direkt in dicke Scheiben schneiden. Die Tomaten ganz langsam bei mittlerer Hitze ohne Deckel garen lassen. So werden die Tomaten langsam weich und werden die nicht verbrennen. Und dabei verdünstet sich auch teilweise die Flüssigkeit und es wird so richtig schön dickflüssig. Und dann können wir auch schon die Eier dazugeben, je nachdem wie du magst. Ich gebe gerne 2 bis 3 Eier dazu, aber da kannst du selber entscheiden. Nachdem du die Eier dazugegeben hast, den Herd auf niedrige Stufe stellen und dann weiter garen, so dass am Ende das Eigelb noch etwas flüssig bleibt. Und dann, wenn die Eier soweit sind, also das Eigelb soll noch etwas flüssig sein, dann vom Herd nehmen. Und ich hole noch die Feta. Die Feta-Käse auf die warme Shakshuka verteilen und dann noch etwas Grünes drauf. Und so schnell ist die leckere Shakshuka schon fertig. Ich finde, sie sieht auch immer richtig schön aus mit vielen Farben. Ich liebe Essen, der auch viele Farben hat. Und jetzt natürlich direkt probieren, oder? Knusprigen Brot und in das Ei tunken und etwas von der Tomate mitnehmen. Ich sag mal so, für mich schmeckt die Shakshuka nach Sonnenschein. Also wenn die Tomaten so richtig schön reif sind, dann gibt's nichts Besseres als die Shakshuka.
Ich bin ganz ehrlich, ich esse die Shakshuka im Sommer fast jeden Tag. Ganz besonders, wenn die Tomatenzeit anfängt und wir eigene Tomaten haben, weil das mir einfach richtig lecker schmeckt. Ich finde, das ist ein richtig schönes Frühstück oder man kann das auch als leichtes Mittagessen oder Abendessen servieren. Vor kurzem war meine Freundin bei uns und ich habe sie die Shakshuka aus unseren eigenen Tomaten gemacht und sie meinte, das war die beste Shakshuka, die sie je probiert hat. Also, jetzt hol dir Tomaten und teste mal meine Shakshuka. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neue leckere Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.